Ich habe Parallelen zwischen meiner Minimalismus- und meiner Abnehmreise festgestellt. Und die will ich dir heute erzählen. Außerdem teile ich am Ende des Videos noch eins meiner liebsten Rezepte. Also viel Spaß! Hi und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, welche Parallelen habe ich gemerkt zwischen Minimalismus und meiner Abnahme? Also erstmal, worum geht es überhaupt? Beim Minimalismus geht es darum, Dinge loszulassen, die uns nicht gut tun oder die uns belasten. Und genauso ist es bei der Abnahme ja auch. Wir lassen Dinge los, die uns belasten. Also in dem Fall eventuell irgendwelche Schichten, die unseren Körper umgeben, die wir uns vielleicht auch, was ich ja immer glaube, mental zugelegt haben. Manchmal vielleicht auch als Abgrenzung, aus emotionalen Gründen. Ich möchte nur noch mal sagen, ich bin keine Ärztin, ich bin keine Ernährungsberaterin, ich berichte hier nur von meinen eigenen Erfahrungen. Natürlich muss niemand, der abnimmt, Minimalist sein oder den minimalistischen Lebensstil mögen. Wenn du deine Wohnung total liebst und die ist total voll, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ich rede hier nur davon, wie ich das empfinde, wie mir beides gemeinsam geholfen hat, mich irgendwie wieder auf das zu fokussieren, was mir für mein Leben wichtig ist. Also, du kannst dir einfach das mitnehmen, was für dich passt, und was für dich nicht passt, das ist auch völlig in Ordnung. Bewusste Entscheidungen. Beim Minimalismus geht es darum, bewusste Entscheidungen zu treffen. Das haben wir schon ganz oft gemacht und ich habe hier sehr viel aussortiert. Dazu gibt es schon einige Videos. Sowohl beim Minimalismus als auch bei der Abnahme musst du bewusste Entscheidungen treffen. Und zwar entscheidest du dich beim Minimalismus, was möchte ich bewusst behalten. Und genauso ist es beim Essen ja eigentlich auch. Also wenn du mehr auf deine Ernährung achten willst, dann musst du definitiv bewusste Entscheidungen treffen. Du musst entscheiden, esse ich jetzt das oder esse ich jetzt das. Und deswegen liebe ich auch das Kalorienzählen, weil ich finde, das verbietet mir halt nichts. Und nur ich persönlich kann keine Diäten oder Ernährungsumstellungen mehr machen, die mir irgendetwas verbieten. Natürlich in dem Rahmen, in dem ich mich befinde, also in den Kalorien, in denen ich mich befinde. Aber genauso ist es ja beim Minimalismus auch. Du entscheidest ganz bewusst, was möchte ich behalten und was möchte ich aussortieren, verschenken, weggeben. Da kann man ja ganz verkaufen. Du kannst ganz viel damit machen. Und das ist die erste Parallele, die ich festgestellt habe. Du triffst diese bewusste Entscheidung. Parallele 2, du musst dich definitiv mit der Materie beschäftigen. Wenn du nicht weißt, was du alles an Zeug hast, dann weißt du auch nicht, was du eventuell gar nicht brauchst. Deswegen, auch wenn es manchmal weh tut, muss man den Schrank einmal komplett raus. Also so habe ich es zumindest gemacht. Ich habe gerade bei Klamotten, ich habe diese Ikea-Kisten zum Beispiel für ganz viele Sachen und auch so eine Hängegarderobe, das kann ich dir irgendwann noch mal, also so ein Hängeschrank. Ich habe also keinen geschlossenen Schrank. Ich liebe das auch. Viele haben mal geschrieben, das könnte ja alles zustauben. Das ist noch nie passiert, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich die Kisten ausgekippt und jedes Teil mir angeguckt und überlegt, erstens, wie lange habe ich das schon nicht mehr angehabt? Zweitens, gefällt mir das überhaupt oder habe ich das nur aus irgendeinem Grund, weil es mal teuer war zum Beispiel? Das ist ja auch oft so ein Ding, dass wir Sachen nicht abgeben können, weil wir denken, boah, wir haben da aber mal super viel Geld für bezahlt. Ja, aber du brauchst es trotzdem nicht. Also es hilft ja nichts, ne? Und genau das musst du auch bei der Ernährung machen. Du musst dich mit deiner Kaloriendichte und mit deiner Waage leider beschäftigen. Also du musst erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Und ich sage dir ganz ehrlich, das ist mir am Anfang super, super schwer gefallen. Und ich glaube, es gibt ganz viele da draußen, denen das genauso geht. Ich habe Angst gehabt, mich das erste Mal auf die Waage zu stellen, weil ich wusste, dieses Gewicht wird mich umhauen. Das wusste ich. Du siehst dich ja im Spiegel. Man hat auch immer noch diese Fat Blindness, sagt man dazu, dass man sich sieht und denkt sich, so schlimm ist es ja gar nicht. Das habe ich auch ganz oft gedacht. Wenn man dann Fotos sieht, dann ist diese Fat Blindness komischerweise nicht mehr da. Da sieht man nämlich die ungeschönte Wahrheit. Deswegen gibt es auch von mir und wahrscheinlich auch von dir, wenn du Übergewicht hast, sehr wenige Fotos. Und ich finde das gerade für Mütter, also natürlich nicht nur für Mütter, aber Mütter, die kleine Kinder haben, die sich dann schämen. Also von mir gibt es fast kein Foto, wo ich mit meinen Kindern drauf bin. Und das tut mir in der Seele weh und oh Gott, ich will jetzt nicht wieder anfangen zu heulen, aber ihr wisst, was ich meine. Das schränkt uns natürlich auch wahnsinnig
ein. Jetzt bin ich total abgeschweift. Also du musst dir einen Überblick verschaffen, das ist ganz wichtig, von deiner Wohnung und auch von deinem Gewicht, weil du musst wissen, wo stehe ich denn gerade überhaupt. Genau, das ist Punkt 2, der ziemlich parallel ist, wie ich finde. Und das hat mir so die Augen geöffnet, dass ich dachte, wow, es gibt so viele Parallelen zwischen Minimalismus und Gewichtsabnahme. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Dann noch eine Parallele, die ich finde, wir dürfen uns nicht verurteilen. Und das machen wir ganz oft auch, wenn wir in unsere Wohnung reinkommen oder unseren Schrank aufmachen. Zumindest habe ich das sehr oft gemacht, dass ich den Schrank und habe gedacht, mein Gott, bist du schlampig, mein Gott, bist du unordentlich, mein Gott, hast du viel Zeug. So ist es genauso, mein Gott, bist du dick, mein Gott, siehst du blöd aus. All das pflanzt sich hier und hier ein. Und wenn wir so schlecht über uns selber reden, wie sollen andere gut über uns reden oder über uns denken, wenn wir selber so schlecht über uns denken? Also verurteil dich nicht, sondern ja, sieh es als einen Lernprozess an. Es hilft dir nichts, wenn du dich verurteilst, weil das ist alles Vergangenheit. Du kannst dir einfach denken, okay, das war alles mal, aber ab jetzt werde ich das ändern. Der nächste Schritt, den ich finde, der extrem parallel ist, am Anfang fühlt man sich wahnsinnig überfordert. Vor allem, wenn man sehr viel ausmisten muss oder sehr viel abnehmen muss oder möchte. Das kommt einem vor wie ein Riesenberg und man hat das Gefühl, ich kann das nicht bewältigen. Und da kann ich nur sagen, genau wie beim Ausmisten oder beim Minimalisieren ist es auch bei der Abnahme, fang langsam an. Nimm dir nur beim Ausmisten einen Raum vor oder nimm dir jeden Tag oder jede Woche einen Karton oder mach dir einen Timer und sag, ich mache 15 Minuten jeden Tag. Wenn du ganz schnell überfordert bist, weil du dir viel zu viel vorgenommen hast, dann lässt du es wahrscheinlich direkt bleiben. Und genauso ist es bei der Abnahme. Setz dir kleine Ziele. Sag nicht, ich muss jetzt 40 Kilo abnehmen und stress dich dann total damit, sondern fang langsam an. Fang langsam an, Dinge auch zu verändern. So habe ich es zumindest gemacht. Ich bin immer noch bei meiner Cola Light oder Zero und ich weiß, dass das nicht gesund ist. Aber es hat mir sehr oft in der Abnahme den Arsch gerettet, wenn ich Bock auf irgendwas Süßes hatte. Und deswegen habe ich das behalten. Oder ich nehme auch Zuckeraustauschstoffe, weil es hat mir geholfen. Und es ist nicht möglich, finde ich zumindest, also wie gesagt, ich rede von mir. Für mich war es nicht möglich, von einer sehr ungesunden Ernährung plötzlich auf eine Rohkosternährung zu gehen oder auf eine ich darf jetzt gar nichts mehr Ernährung. Das hat nicht funktioniert, weil es muss für mich alltagstauglich sein. Und genauso ist es beim Ausmisten auch. Es muss in deinen Alltag passen. Es hilft dir nichts, wenn du super gestresst bist von dem Ausmisten, weil wenn du gestresst bist, ist deine Familie, die du eventuell hast, auch gestresst und dein Ehemann, den du eventuell hast, den ich nicht mehr habe, also nur noch auf dem Papier, dann das belastet ja alles andere auch. Also es belastet nicht nur dich, sondern es belastet dein Umfeld, es stresst dich und das führt alles dazu, dass du relativ schnell wieder abbrichst. Und deswegen mach es langsam. Es ist einfacher, wenn du es gemeinsam mit den Menschen machst, die in deinem Haushalt gegebenenfalls leben. Das ist ja immer so. Alles, was man zusammen macht, ist leichter. Zusammen ausmisten ist leichter und macht auch mehr Spaß, finde ich. Zusammen Gemüse schnibbeln ist leichter. Wenn der eine den ganzen Tag Burger King essen will und du möchtest aber auch deine Ernährung achten, dann wird es schwer für dich. Also bezieh die Familienmitglieder mit ein. Am besten, du setzt dich mit denen an einen Tisch, wenn ihr das gut könnt und redest mit denen darüber und sagst, also ich finde immer, wenn man ganz tief aus seiner inneren Seele spricht und sagt, Leute, mich belastet das, ich will nicht wieder heulen. Aber ich fühle das gerade so. Mich belastet das so sehr. Und wir lieben uns. Und ich bitte um eure Unterstützung, weil ich schaffe es alleine nicht. Und das ist total legitim. Und da wird wahrscheinlich keiner sagen, nee, mach deinen Scheiß alleine. Sondern es ist so wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen, weil das einfach
weil das einfach hilft. Und das ist beim Ausmisten genauso. Wie oft steht man vor irgendeinem Dachboden oder einer Garage oder einem Keller und sagt, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich will oder muss das jetzt aber machen. Holt euch Hilfe, das ist super, super wichtig. Und bei der Abnahme genauso. Und wenn es nur ist, könnt ihr bitte nicht die ungesunden Sachen oder die Sachen, die ich jetzt gerade nicht essen möchte. Ich würde noch nicht mal sagen, die ich nicht essen darf, weil beim Kalorienzählen darfst du zum Beispiel alles essen. Du musst dich halt im Plan bewegen, aber du kannst alles essen. Könnt ihr bitte die Sachen, die ich jetzt gerade nicht essen kann, könnt ihr die bitte nicht vor mir essen. Findet einfach Lösungen und macht es gemeinsam. Das hilft so wahnsinnig viel. Oh Gott. Mein Gott. Also, ein weiterer Punkt, der relativ parallel ist, finde ich, ist versuchen, Impulskäufe zu vermeiden und auch Impulskäufe in Bezug auf Essen zu vermeiden. Also, geh nicht irgendwie raus und denk dir, ich will das jetzt unbedingt haben oder ich will das jetzt unbedingt essen. Ich habe dann versucht, für mich so eine Lösung beim Essen zu finden und auch beim Kaufen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Impulskauf machen will, dann versuche ich zumindest eine Nacht drüber zu schlafen. Bei mir Impulskäufe im Moment sowieso nicht so ins Gewicht, weil ich die finanzielle Lage gerade gar nicht habe, um jetzt wahnsinnig tolle Sachen zu kaufen. Aber ich kenne natürlich diese Situation sehr gut. Ich brauche diese Handtasche. Ich muss jetzt da und da hinfahren. Zum Beispiel eine kleine Anekdote. Wenn du so alt bist wie ich oder älter oder vielleicht auch jünger, ich weiß nicht, ob das da noch so ein großes Ding war. Da war, als ich 18 war, so eine Baby G, so eine G-Shock-Uhr. Die war der Shit überhaupt. Die musste man haben. Und da, wo ich gewohnt habe, gab es die nicht. Die war irgendwie überall ausverkauft. So ungefähr wie jetzt diese hässlichen Puppen da, diese Labubus oder sowas. Also ich weiß nicht, ob das künstliche Verknappung war, aber es gab sie halt nicht. Und jeder wollte diese Uhr haben. Und ich hatte eine Freundin, die hatte die und ich wollte die unbedingt auch. Also bin ich mit 18 von Essen, da habe ich damals gewohnt, bis nach Düsseldorf gefahren. Nur um da in irgendeinem großen Kaufhaus, keine Ahnung wo, wusste ich, dass es die noch gibt, zu einem überteuerten Preis und habe sie gekauft. Und zwar am gleichen Tag, wo ich erfahren habe, dass es die da gibt. Und das ist für mich ein Impulskauf, weil die hat auch damals schon über 100 D-Mark gekostet und ich musste dieses Teil haben. Ich habe gedacht, das ist das Wichtigste für mich in diesem Moment, was ich brauche. Und genauso ist es beim Essen auch. Also bei Impulskäufen würde ich immer mal eine Nacht drüber schlafen. Am nächsten Tag brauchst du es wahrscheinlich gar nicht mehr so sehr. Vielleicht hätte ich die Uhr dann auch nicht mehr so gebraucht. Ich weiß auch übrigens gar nicht, wo die ist oder ob die überhaupt noch existiert. Also so wichtig war die. Und beim Essen ist es genauso. Wenn du jetzt unbedingt irgendwas haben willst, dann überleg dir, kann ich irgendeine Alternative finden? Kann ich mich irgendwie ablenken? Und ich weiß, das ist so leicht gesagt, wenn man sagt, ja, dann lies doch ein Buch. Nee, wenn ich jetzt ein Eis will, dann will ich kein Buch lesen. So, also, oder geh in die Badewanne. Sondern versuch das zu verknüpfen. Das habe ich ganz oft gemacht. Ich habe mir dann zum Beispiel diesen Vanillepudding aus dem anderen Video, was ich dir schon gemacht habe, gemacht. Den habe ich übrigens gestern Abend schon wieder gegessen. Und ich kann verstehen, wenn man sich an Mandelmilch übrigens gewöhnen muss. Denn also wir trinken seit, ich glaube, 3 Jahren keine Kuhmilch mehr. Aus Gründen, die ich jetzt hier gar nicht näher erläutern will. Wir essen aber nach wie vor Joghurt. Also deswegen immer die Kirche im Dorf behalten. Auf jeden Fall, der Geschmack ist natürlich ein ganz anderer von Mandelmilch. Und ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist jetzt nicht so mein Ding. Dann vielleicht erstmal auf Hafermilch umstellen oder auf diese Not Milk, wenn sie dir schmeckt. Ich mache hier ganz viel Werbung, umsonst. Also, was ich eigentlich damit sagen will, versuche eine Alternative für dich zu finden oder, ich will jetzt einen Burger essen, dann mach dir einen Burger, aber versuch den gesund zu machen. Und deswegen habe ich immer nach Alternativen gesucht. Also ich werde dir in den nächsten Wochen auch immer noch mal wieder Rezepte reingeben, die ich gegessen habe. Vor allem am Anfang, nachher war ich ein bisschen kochfaul, das habe ich auch schon erzählt, die mich über diesen... Also ich hatte das gar nicht so extrem. Ich hatte jetzt nie, dass ich gedacht habe, boah, ich will jetzt unbedingt, weil wenn ich unbedingt zu McDonald's wollte, dann habe ich ein Happy Meal gegessen. Hat in meinen Plan gepasst, hat mich glücklich gemacht, war alles super. Und da musst du einfach eine Alternative finden. Und beim Ausmisten genau das Gleiche. Wenn du sagst, ich kann jetzt heute nicht mehr oder es ist mir zu viel, dann hör einfach auf. Es ist nicht schlimm. Aber das ist auch eine
richtig große Parallele, finde ich, zum Minimalismus. Noch eine Parallele: lerne Nein zu sagen. Ganz oft ist mir das jetzt schon aufgefallen, hier auch in unserer Apotheke, und das ist alles immer super lieb gemeint. Ich war letztens in so einem Billigladen mit Leni, weil sie sich da was kaufen wollte, und da habe ich nicht aufgepasst und sie hat das einfach eingepackt. Ich hätte sonst gesagt, bitte nicht. Da haben sie nämlich gefragt, dürfen wir Ihnen zum Einkauf einen Wasserball dazulegen. Der war noch eingepackt, der kostete, glaube ich, 1 Euro, der wurde aber jetzt zu jedem Einkauf verschenkt. Offenbar haben sie den nicht verkauft bekommen. Ich hätte den nicht mitgenommen. Es wird niemand böse auf dich sein. Also ich habe das ganz oft, dass ich denke, ach komm, ist doch jetzt egal, ich will auch niemanden enttäuschen oder nicht, dass der sauer ist. Du hast den Scheiß nachher wieder in deiner Bude liegen und musst den dann wieder aussortieren. Und das willst du nicht. Und genauso ist es beim Essen. Ich kenne das auch, wenn du irgendwo bist, wo es nett ist. Und ich habe das vor allem mit Alkohol. Wenn du irgendwo mit Freunden oder Bekannten oder so bist, dass du dann denkst, ach komm, die sagen dann, hier ist schon mal ein Glas. Und wenn du dann sagst, nee, ich trinke heute nicht, dann, will ich jetzt nicht sagen, die wollen dich dann überreden, aber sag dann einfach nein. Es wird dir, wenn das deine Freunde sind, sowieso nicht. Da wird keiner sauer auf dich sein oder so. Und du musst auch keine großartige Begründung dafür liefern. Sag einfach, du kannst ja auch sagen, mir ist heute nicht so gut. Also das habe ich auch manchmal gemacht. Bin ich ehrlich. Es tut mir leid, liebe Freunde. Aber ich habe manchmal gesagt, mir ist heute ein bisschen schlecht. Mir war vielleicht nicht schlecht, aber ich wollte einfach keine Diskussion aufmachen über diverse Dinge. Es geht jetzt nicht nur über Alkohol. Lern einfach Nein zu sagen. Und weißt du warum? Weil du das für dich machst. Du machst es nicht für den anderen, du machst es für dich. Und beim Minimalismus ist es genauso. Lern Nein zu sagen zu dem Kalender, den du geschenkt bekommst, wenn du den nicht brauchst. Lern Nein zu sagen zu der Kerze, die es zu Weihnachten dazu gibt. Wenn du weißt, das ist nicht meine Farbe und ich will die eigentlich nicht anmachen, dann sag Nein. Du kannst doch trotzdem freundlich sein. Ich finde, ein Nein muss nicht unfreundlich sein. Es ist einfach ein Nein und es ist ein Ja zu dir selber. Und das ist das Allerwichtigste. Und das ist im Minimalismus genauso wie in der Abnahme. Sag Ja zu dir. Und dann hast du eigentlich schon alles gewonnen. Und bei beiden ist es so, sieh das so, dass es kein Verzicht ist, sondern es ist ein Stück Freiheit, die du dazu bekommst. Du hast nämlich die Freiheit, das zu wählen, was dir gut tut. Du hast genauso die Freiheit, das zu wählen, was dir in deiner Wohnung gut tut. Und du hast die Freiheit zu wählen, was deinem Körper gut tut. Und das ist doch super, wenn wir uns einmal bewusst machen, dass wir alleine entscheiden. Du entscheidest ganz alleine, was dir gut tut. Und das ist doch eine mega Freiheit. Wie viele Menschen können das nicht und wir können das aber. Und wenn du das kannst, dann hast du schon halb gewonnen. So, und was hat es mir am Ende gebracht? Sowohl der Minimalismus als auch die Abnahme und Änderung meiner Ernährung. Und das ist ganz klar mehr Fokus und mehr Ruhe. Also ich fühle mich ruhig, wenn ich hier in meine Wohnung komme, weil ich weiß, hier ist nicht so viel Zeug um mich rum. Dass ich hier reinkomme und weiß, hier kann ich zur Ruhe kommen. Hier ist mein Ruhepol. Und genauso ist es beim Essen auch. Deswegen habe ich mir am Anfang vor allem diese paar Snacks, die ich dir schon gezeigt habe, und noch einige mehr und auch noch mehr Gerichte. Aber ich habe sehr oft das Gleiche gegessen, weil ich wusste, erstens wusste ich irgendwann, wie die Nährwerte von diesem Gericht sind. Zweitens wusste ich, es wird mich satt und glücklich machen. Und ich wusste einfach, ich muss mir darum keine großen Gedanken machen. Ich muss jetzt nicht darüber nachdenken, oh, was koche ich morgen wieder und wird das überhaupt in meinen Plan passen, sondern es hat mir Ruhe gebracht, weil ich wusste, du weißt ganz genau, dieses Gericht macht dich glücklich, dieses Gericht schmeckt dir und es passt in deinen Plan, und deswegen hat es mir Ruhe gebracht. Und Zeit, auch Zeit hat es mir gebracht. Du brauchst weniger Zeit fürs Putzen, wenn du weniger Zeug hast, weil du viel weniger um alles herum putzen musst oder alles immer hochheben musst oder so. Und genauso ist es bei der Ernährung auch. Wenn du einmal die Basics weißt, die du immer kaufst, dann brauchst du nicht mehr groß drüber nachdenken und hast mehr Zeit. Und irgendwann gehen die Gerichte auch so in dein Innerstes über, dass du weißt,
Ich weiß ganz genau, wie dieses Gericht jetzt funktioniert. Die Waffeln, die konnte ich irgendwann schon auswendig. Ich wusste ganz genau, das dauert jetzt 5 Minuten. Ich mache das ganz schnell und das gibt dir auch eine Zeitersparnis. Und das finde ich auch total wichtig. So, da war der Akku mal wieder leer, wie immer in meinem Leben. Bei mir ist immer alles leer. Ich wollte einfach nur sagen, sowohl der Minimalismus als auch die Abnahme haben mir fast in gleicher Weise mein Leben so viel besser gemacht und so erleichtert. Und deshalb wollte ich das unbedingt mit dir teilen, beides. Genau, du musst nicht Minimalist werden, du musst auch nicht abnehmen, falls du nicht willst oder nicht musst. Das ist total dir überlassen. Vielleicht kannst du dir irgendwas aus dem Video hier mitnehmen. Jetzt gibt es gleich noch das Rezept, was ich mit dir teile. Das habe ich schon vor ein paar Tagen gefilmt. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen schönen Sonntag und alles Gute. Wir sehen uns dann Ende nächster Woche wieder. Wir starten los mit Crispy Kartoffelsalat. Das sind die Zutaten, die du für 3 Personen brauchst. 600 Gramm Kartoffeln, Gewürze, ich habe jetzt einfach die beiden genommen. Ich glaube, ich habe auch immer Salz noch dazu genommen. Dann 450 Gramm Gurke, also ich habe jetzt einfach eine für 3 Personen genommen. 150 Gramm Mais, 30 Gramm rote Zwiebel, das ist eine. Dann 4 hart gekochte Eier, die kochen wir jetzt gleich. Und das Dressing besteht aus 600 Gramm Magerquark, 3 Esslöffel Senf, 3 Teelöffel Honig. Das sind weniger als 3 Esslöffel Senf, weil ich keine 3 Esslöffel Senf mehr hatte. Das habe ich aber zu spät gesehen. Genau. Das ist jetzt für 3 Personen und pro Person hat das 520 Kalorien, 43 Gramm Protein, 58 Gramm Kohlenhydrate und 11 Gramm Fett. Also 500 Kalorien finde ich schon für ein Mittagessen nicht so wenig, aber ist noch im Rahmen. Genau, da musst du einfach gucken. Sonst kannst du das auch noch mal ein bisschen variieren. Genau. So, ich werde jetzt die Kartoffeln schälen und dann in kleine Stücke schneiden und in den Airfryer tun. Da gebe ich dir gleich noch mal genaue Infos. Du musst die Kartoffeln nicht schälen, du kannst sie auch einfach waschen, aber wir mögen die lieber ohne Schale. Ich weiß, die Schale ist gesund und das da drunter und so weiter, aber wir mögen alles ohne Schale. Ich esse auch Äpfel ohne Schale, Gurke ohne Schale, eigentlich alles ohne Schale. Das ist je nach Belieben und ich finde, da darf auch jeder so machen, wie er möchte. Genau, ich schäle jetzt Kartoffeln. Ich habe das jetzt kurz pausiert mit der Heißluftfritteuse, sonst ist das, glaube ich, zu laut. Die Eier kochen da hinten, die werden jetzt hart gekocht und für das Dressing machen wir einfach Magerquark, Senf und Honig, vermischen das und hier habe ich schon die Gurken klein geschnitten und den Mais reingemacht und da kommt jetzt einfach alles zusammen. Dann noch die Eier rein und die crispy Kartoffeln, wenn die fertig sind im Airfryer und das war's. Dann nur noch einmal würzen und guten Appetit, würde ich sagen. Ich freue mich schon drauf. Ich habe nämlich jetzt richtig Hunger. Ich wollte dir übrigens unbedingt noch dieses Gerät hier zeigen, falls du das noch nicht kennst, was ich mir nicht vorstellen kann. Das ist jetzt hier von Tupperware. Die Firma gibt es ja nicht mehr und das war auch wirklich sehr teuer damals. Das gibt es heute von diversen Marken viel, viel günstiger und es geht auch gar nicht darum, sondern das erleichtert dir einfach das Zwiebelschälen so sehr. Ich zeige dir das mal. Und zwar machst du die Zwiebel einfach nur da rein, so, dann machst du das zu. Erstmal musst du nicht weinen, das ist schon mal gut. Dann ziehst du hier ein paar Mal an diesem Band. Und dann ist das auch schon fertig und sieht so aus. Und ich finde das so genial, weil das hat mir das Zwiebelschälen so erleichtert und Zwiebelschneiden. Ich verlinke dir das in der Infobox. Ich glaube, das ist gar nicht mehr teuer von anderen Marken. Und das ist auch schon ein bisschen kaputt. Irgendwann brauche ich auch ein neues. Aber im Moment geht's noch. Ich wollte es dir nur kurz zeigen, weil ich finde, das erleichtert einem die Arbeit ungemein. Ich möchte mal sagen, die Zutaten sind alle nicht in Stein gemeißelt und ich habe jetzt gerade probiert und irgendwas hat noch gefehlt. Ich habe die hier noch gefunden, die ist nicht mehr ganz so schön,
Aber ich finde, die geht noch voll klar. Die schneide ich jetzt noch da rein. Also da einfach keine Scheu haben. Probier einfach dich ein bisschen aus. Ich glaube, Frühlingszwiebeln würden auch ganz gut da drin sein. Und Tomaten, wenn die nicht so matschig werden würden, dann würde es auch gehen. Also probier einfach mal aus. Keine Angst. Kann nichts passieren. Das sieht ja wohl mega gut aus, ne? Das machen wir jetzt in den Salat rein. Moment, ich zeige dir den Salat. Da machen wir das jetzt rein. So, Paul ist wieder da und hat mir eine Flasche Cola mitgebracht, worüber ich mich sehr freue. Ich möchte mich noch bei dir bedanken, wie immer. Weil ohne dich würde dieser Kanal hier nicht funktionieren. Ohne deine Kommentare, deine Likes, dein überhaupt Anklicken meiner Videos. Und dafür bin ich unendlich dankbar, weil ich habe es schon mal gesagt, ich darf endlich das machen nach 40 Jahren, was mir wirklich Freude macht. Und ja, ich will nicht wieder heulen. Ihr seht mich immer nur heulen, das geht gar nicht. Irgendjemand hat mal drunter geschrieben, ständig diese Heulerei. Ich weiß, aber es ist einfach, mein Leben hat sich so verändert in den letzten Wochen und ist so viel schöner und so viel besser geworden. Und dafür bist du maßgeblich mitverantwortlich und dafür möchte ich mich einfach bedanken. Dann möchte ich noch der Katrin, ich glaube, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, danken. Du hast was in die Kaffeekasse eingezahlt. Wir haben schon mal geschrieben, glaube ich, per E-Mail. Da hast du mir auch gesagt, dass man das Französisch ausspricht. Also ich habe noch nie Französisch gehabt, aber ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Und ja, einfach Dankeschön. Und last but not least möchte ich mich auch bei Tina bedanken. Tina, du hast auch was in die Kaffeekasse eingezahlt. Ich danke euch von Herzen. Ich werde das nie wieder zurückgeben können. Aber ich verspreche alles zu geben, damit wir alle einen Mehrwert davon haben. Ich habe das auf jeden Fall. Mir einfach viel Freude. Und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Und dann wünsche ich dir alles Gute und bis bald.